Herzlich willkommen zu Alltagsdeutsch-Podcast. Hallo zusammen. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist nämlich schon Tag 153 von unserem Podcast. Wow, 153, das ist echt eine lange Zeit. Und heute haben wir ein richtig tolles Thema für euch vorbereitet. Ganz genau. Das Thema heute ist nachhaltige Städte. Ein sehr wichtiges Thema für unsere Zukunft. Ja, absolut. Wir lernen heute 15 wichtige Wörter für den Alltag. Also Wörter, die ihr wirklich braucht, wenn ihr in einer Stadt lebt oder über die Umwelt sprecht. Und hier ist unser Shadowing-Hinweis für euch. Hört gut zu und achtet auf die Aussprache und den Rhythmus der Sprache. Sprecht die Wörter am besten direkt laut mit. Genau, das hilft eurem Gehirn enorm beim Lernen und bleibt unbedingt bis zum Ende dieser Folge. Oh ja, denn dort hört ihr unsere Mini-Story. Da verpacken wir alle 15 Wörter in eine kleine, sehr praktische Geschichte zum Mitdenken. Also fangen wir direkt an mit dem ersten Wort. Das Substantiv lautet die Infrastruktur. Die Infrastruktur. Die englische Übersetzung dafür ist Infrastructure. Ein ziemlich langes Wort, auch auf Deutsch. Ja, ein bisschen lang. Aber was bedeutet das genau auf Deutsch für unsere B1-Lerner? Also das sind im Grunde alle Anlagen und Systeme, die eine Stadt braucht, damit sie überhaupt funktioniert. Zum Beispiel Straßen, Bahngleise oder Brücken. Ach so, verstehe. Und auch Dinge unter der Erde, oder? Wie Wasserrohre oder Stromleitungen. Genau richtig. Das alles zusammen ist die Infrastruktur. Ein guter Beispielsatz für den Alltag wäre, eine moderne Infrastruktur ist wichtig für uns alle. Eine moderne Infrastruktur ist wichtig für uns alle. Sprecht das gerne mal zu Hause nach. Sehr gut. Dann kommen wir direkt zum zweiten Wort. Das ist ein Adjektiv und es heißt urban. Urban. Die englische Übersetzung ist genau gleich, nämlich urban. Aber wann benutze ich das im Alltag? Wir benutzen urban, wenn etwas typisch für eine Stadt ist. Also das Gegenteil von einem Dorf oder dem Landleben. Das bedeutet, wenn ich in einer großen, vollen Stadt lebe, dann ist das ein urbaner Raum. Ganz genau. Ein einfacher Satz wäre, der urbane Raum wird immer voller, weil viele Menschen dorthin ziehen. Ja, das stimmt. Sehr viele Leute ziehen in die Stadt. Und das bringt uns zu unserem dritten Wort. Das Adjektiv zentral. Zentral. Auf Englisch sagt man dazu central. Das Wort kenne ich gut. Das bedeutet, dass etwas genau in der Mitte liegt oder sehr wichtig ist. Richtig? Richtig. Im Alltag sprechen wir oft über die Lage von einer Wohnung. Alle wollen kurze Wege haben. Oh ja. Ein Beispielsatz dafür ist, meine Wohnung liegt sehr zentral, direkt neben dem Bahnhof. Ein toller Satz. Wer zentral wohnt, braucht oft kein Auto. Und damit sind wir beim vierten Wort. Ein sehr wichtiges Substantiv. Die Mobilität. Die Mobilität. Die englische Übersetzung dafür ist Mobility. Genau. Mobilität bedeutet einfach, wie wir uns von A nach B bewegen. Also die Art und Weise, wie Menschen reisen oder zur Arbeit fahren. Das kann also mit dem Bus sein, mit der U-Bahn, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Ja, absolut. Ein typischer Alltagssatz wäre, die Stadt plant eine bessere Mobilität für Fahrräder. Das ist auch echt wichtig, besonders im Stadtzentrum. Und um das zu schaffen, muss man etwas tun. Und das ist unser fünftes Wort, ein Verb, es heißt ausbauen. Ausbauen. Die englische Übersetzung für dieses Verb ist to expand oder to improve. Was bedeutet ausbauen genau in einfachem Deutsch? Es bedeutet, dass wir etwas, das schon da ist, größer oder besser machen. Wenn ein Radweg zu schmal ist, dann muss man ihn ausbauen. Ah, okay. Und ganz wichtig für unsere Lerner, wie ist die Perfektform von ausbauen? Gute Frage. Im Perfekt sagen wir, er hat ausgebaut. Er hat ausgebaut. Okay. Ein Beispielsatz für euch. Die Stadt hat das Netz der U-Bahn stark ausgebaut. Sehr schöner Satz. Und wenn man Busse und Bahnen ausbaut, dann gibt es noch ein großes Thema. Das ist unser sechstes Wort für heute. Das Adjektiv barrierefrei. Barrierefrei. Das ist ein langes Wort. Barrierefrei. Die englische Übersetzung ist accessible. Ja. Eine Barriere ist ein Hindernis, zum Beispiel eine Treppe. Frei bedeutet, es gibt dieses Hindernis nicht. Das heißt also, barrierefrei bedeutet, dass auch Menschen im Rollstuhl
oder Eltern mit einem Kinderwagen überall gut hinkommen. Ganz genau. Ohne fremde Hilfe. Ein Aufzug an jedem Gleis ist ein gutes Beispiel dafür. Ein Satz für den Alltag wäre, der neue Bahnhof ist jetzt komplett barrierefrei. Ein sehr positiver Satz. Bevor wir zum nächsten Wort kommen, haben wir eine kleine Bitte an euch. Genau. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das unterstützt uns wirklich sehr. Also, machen wir weiter mit Nummer 7. Wir gehen jetzt ein bisschen in die Natur. Das Wort ist die Grünfläche. Die Grünfläche. Die englische Übersetzung lautet Green Space. Ein schönes Substantiv. Eine Grünfläche ist einfach ein Bereich in der Stadt, wo es Gras, Bäume oder Blumen gibt. Also ein Park oder eine Wiese. Ja, das ist im Sommer so wichtig. Beton wird ja total heiß, aber auf einer Grünfläche ist es angenehm kühl. Stimmt. Ein guter Satz zum Üben wäre: Wir machen am Wochenende ein Picknick auf der Grünfläche. Oh, da komme ich gerne mit. Und wenn wir schon über Umwelt sprechen, dann brauchen wir unbedingt das 8. Wort, das Adjektiv erneuerbar. Erneuerbar. Auf Englisch sagt man renewable. Erneuerbar bedeutet, dass etwas immer wieder neu entsteht und nicht leer wird, oder? Richtig. Wir benutzen das Wort fast immer im Zusammenhang mit Energie oder Strom. Also Sonnenlicht, Wind oder Wasserkraft. Das sind erneuerbare Energien. Mhm. Ein Alltagssatz dazu. Unsere Stadt nutzt Strom aus erneuerbaren Quellen. Perfekt. So schützen wir das Klima. Aber wir verbrauchen ja nicht nur Strom, wir machen auch Müll. Und da sind wir bei Wort Nummer 9. Die Entsorgung. Die Entsorgung. Die englische Übersetzung ist Disposal oder auch Waste Management. Genau. Die Entsorgung beschreibt, wie wir unseren Müll, unser Altpapier oder unser Abwasser richtig wegbringen. In Deutschland ist das ja ein riesiges Thema mit der Mülltrennung. Papiertonne, gelber Sack und so weiter. Ja, absolut. Das gehört alles zur Entsorgung. Ein Beispielsatz. Die richtige Entsorgung von Plastik ist wichtig für die Natur. Die richtige Entsorgung von Plastik ist wichtig für die Natur. Das stimmt total. Kommen wir zu Wort Nummer 10. Das ist das Verb sanieren. Sanieren. Die englische Übersetzung für sanieren ist to renovate. Also etwas reparieren, richtig? Ja, aber es ist oft ein bisschen mehr als nur reparieren. Wenn man ein altes Haus saniert, dann macht man das richtig modern. Man baut zum Beispiel neue Fenster ein, damit es wärmer bleibt. Ah, verstehe. Um Energie zu sparen. Und wie lautet die Perfektform für unsere Lerner? Im Perfekt sagen wir, er hat saniert. Hat saniert. Ein Beispielsatz wäre, mein Vermieter hat das alte Badezimmer komplett saniert. Ein tolles Gefühl, wenn alles neu ist. Und wenn wir schon beim Neumachen sind, kommt hier Wort Nummer 11. Das Verb gestalten. Gestalten. Die englische Übersetzung ist to design. Gestalten bedeutet, dass man einer Sache ein schönes Aussehen gibt. Man plant, wie etwas aussehen soll und macht es dann kreativ. Mhm. Das kann man mit einem Raum machen, aber auch mit einem ganzen Garten. Und die Perfektform ist, er hat gestaltet. Genau, hat gestaltet. Zum Beispiel, die Kinder haben ihr Klassenzimmer bunt gestaltet. Sehr schön. Solche Projekte kosten aber oft viel Geld. Und deshalb brauchen wir Wort Nummer 12, das Verb fördern. Fördern. Auf Englisch bedeutet das to promote oder to support. Was genau heißt fördern im Alltag? Es bedeutet, dass man jemanden oder ein Projekt unterstützt. Sehr oft macht das der Staat mit Geld. Also er gibt finanzielle Hilfe, damit eine gute Idee funktioniert. Ah, okay. Und im Perfekt? Im Perfekt sagen wir, er hat gefördert. Er hat gefördert. Ein Beispielsatz? Die Regierung hat den Bau von neuen Radwegen gefördert. Richtig. Und das alles machen wir ja aus einem bestimmten Grund. Das führt uns direkt zu Wort Nummer 13. Ein sehr positives Substantiv. Die Lebensqualität. Die Lebensqualität. Die englische Übersetzung ist Quality of Life. Ein tolles Wort. Lebensqualität bedeutet, wie gut, sicher und gesund sich die Menschen in ihrer Umgebung fühlen. Also, wenn die Luft sauber ist, es wenig Lärm gibt und es viele Parks gibt, dann ist die Lebensqualität hoch. Exakt. Ein Satz für euch. Weniger Autos in der Straße verbessern die Lebensqualität enorm. Das kann ich bestätigen. Und weil viele Menschen eine gute Lebensqualität suchen, machen sie etwas Bestimmtes. Das ist Wort 14, das Verb bevorzugen.
Bevorzugen. Auf Englisch to prefer. Das bedeutet, ich mag eine Sache lieber als eine andere Sache. Genau. Und die Perfektform für dieses Verb ist, er hat bevorzugt. Er hat bevorzugt. Ein Beispiel aus dem Alltag wäre, ich habe immer das Fahrradfahren bevorzugt. Ja, oder wenn man über Städte spricht. Viele junge Familien haben ein Viertel mit viel Natur bevorzugt. Das ergibt total viel Sinn. Und damit sind wir auch schon beim letzten Wort für heute. Nummer 15 ist das Adjektiv lebenswert. Lebenswert. Die englische Übersetzung lautet livable. Ein Wort aus 2 Teilen, Leben und Wert. Das bedeutet also, etwas ist so gut, dass es sich lohnt, dort zu leben. Perfekt erklärt. Wenn eine Stadt eine hohe Lebensqualität hat, sauber und freundlich ist, dann ist sie lebenswert. Ein wunderbarer Beispielsatz zum Abschluss der Vokabeln wäre, wir möchten unsere Stadt für alle lebenswert machen. Wow, das waren jetzt 15 sehr nützliche Wörter rund um die nachhaltige Stadt. Habt ihr alle gut verstanden? Keine Sorge, wenn es schnell ging. Jetzt kommt nämlich unsere kleine Wiederholung. Hört gut zu, denn jetzt beginnt unsere Mini-Story. Genau. Lehnt euch zurück, wir erzählen euch jetzt eine Geschichte, in der wir alle 15 Wörter benutzen. Achtet mal darauf, wie viele Wörter ihr sofort wiedererkennt. Los geht's. Also, unsere Geschichte handelt von Lisa. Lisa ist gerade für ihren neuen Job umgezogen. Sie hat eine Wohnung gesucht, die sehr zentral liegt. Ja, sie liebt einfach den Trubel und hat den urbanen Raum immer bevorzugt. Das Landleben war ihr einfach ein bisschen zu langweilig. Aber sie hat schnell gemerkt, dass eine laute Straße nicht immer gut für die Lebensqualität ist. Die Autos waren laut und die Luft war oft schlecht. Zum Glück hat ihr Vermieter beschlossen, etwas zu tun. Er hat das ganze Wohnhaus komplett saniert, um Energie zu sparen. Richtig. Und jetzt läuft die Heizung im Haus nur noch mit Energie, die erneuerbar ist. Das schont das Klima und auch Lisas Geldbeutel. Lisa selbst achtet auch sehr auf die Umwelt. Sie hat gelernt, wie wichtig die richtige Entsorgung von Müll ist. Sie trennt Papier, Plastik und Glas ganz genau. Was Lisa an ihrer neuen Stadt am meisten fasziniert, ist die tolle Infrastruktur. Sie hat ihr Auto sogar verkauft. Genau, denn die Mobilität in ihrem Viertel ist einfach klasse. Die Stadt hat in den letzten 2 Jahren die Radwege stark ausgebaut. Und nicht nur das. Der neue U-Bahnhof um die Ecke ist jetzt komplett barrierefrei. Das findet Lisa super, besonders wenn sie mit einem schweren Koffer verreist. Wenn Lisa nach der Arbeit Ruhe sucht, geht sie einfach nach draußen. Nur 5 Minuten entfernt liegt eine große, grüne Grünfläche. Die Nachbarn haben diesen kleinen Park sogar selbst gestaltet. Sie haben schöne Blumen gepflanzt und bunte Holzbänke aufgestellt. Und weißt du was Tolles? Der Bürgermeister hat diese Nachbarschaftsaktion mit einem finanziellen Zuschuss gefördert. Das ist wirklich vorbildlich. Mit all diesen kleinen Veränderungen kann Lisa am Ende glücklich sagen, ihre neue Heimatstadt ist wirklich absolut lebenswert. Ende der Geschichte. Das war unsere Mini-Story für euch. Und? Habt ihr alle 15 Wörter gefunden? Das war ein richtiges kleines Workout für den Kopf. Ich hoffe doch sehr, dass ihr sie gehört habt. Jetzt seid ihr nämlich an der Reihe. Schreibt eure eigenen Sätze mit den neuen Wörtern unten in die Kommentare. Oh ja, das ist eine fantastische Übung. Macht das unbedingt. Wir lesen das sehr gerne. Und noch einmal eine kurze Erinnerung. Abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Genau. Morgen sprechen wir über ein spannendes Thema, nämlich Ernährung der Zukunft. Das wird richtig interessant. Darauf freue ich mich auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.